Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir heute so einen Laser in Betrieb nehmen. Es ist völlig egal, welchen Laser ihr habt, es soll nur um die Inbetriebnahme gehen. Von der Hardware über die Software, wie man den Fokus einstellt und ganz besonders wollte ich mal auf das Signal eingehen. Man kann es schon am Oszilloskop sehen, wie das genau aussieht, was bedeutet PWM und was gibt es da zu beachten. Aber alles Stück für Stück, peu à peu. Starten wir nun mit der Hardware. Für die meisten von euch habe ich hier so eine NC-Box, LPT2 und LPT1. Ich nutze allerdings nur LPT1, da auch meine Maschine nur einen Anschluss hat. Alle Pins von dem LPT1-Stecker werden in die Maschine geführt und dort weiter verdrahtet. Wir benötigen für den Laser Pin 17. Dieser wird leider nicht zur Spindel geführt. Deswegen musste ich eine extra Ader in die Energiekette ziehen, war aber völlig unproblematisch und hat einfach den positiven Nebeneffekt. Sollte ich mir mal eine Crest holen mit einer Drehzahlregulierung, kann ich dasselbe Signal für die Spindel wie auch für den Laser nutzen. Ja, dann habe ich hier noch aus Aluprofilen einen Halter montiert. Da fährt das Netzteil immer mit. Jetzt ist es rausgefallen. Da fahren das Netzteil und die ganzen Leitungen fahren damit. Und zusätzlich hier ebenfalls aus diesen Aluprofilen so eine Absaugvorrichtung. Hat auch hier so eine Führung. Und hier kann man den Staubsauger schön anschließen, um die ganzen Dämpfe, die beim Lasern entstehen, einfach abzuführen. Der Halter ist an der Y-Achse montiert, nicht an der Z-Achse. Das heißt, die Höhe von der Absaugung ist immer konstant. Hier mal ein Foto. Vielleicht noch eine Sache zur Stromversorgung. Ich habe die Crest-Leitung gekappt und solche Kaltgeräte Stecker montiert, so dass ich immer schön umstecken kann zwischen der Spindel und dem Laser. Also wirklich nicht teuer und funktioniert wunderbar. Das soll es mal zur Hardware gewesen sein. Okay, machen wir weiter mit WinP CNC. Wir gehen hier in die Einstellungen und hier kann man schön sehen, Q218, Drehzahl PWM, muss LPT1 Pin 17 sein. Man wählt hier einfach LPT1 Pin 17 aus und sagt übernehmen. Mehr ist es nicht. So, hier gibt es bei Sonderfunktionen eine schöne Funktion, Signaltest. Und jetzt gehe ich einfach mal auf 7 Volt. 7 Volt und erkläre jetzt erstmal das Oszilloskopbild, was wir gerade sehen. Also die Spannung, ich benutze den Kanal 1, Kanal 2 ist aus. In Kanal 1 habe ich eingestellt auf 2 Volt pro Division, das heißt pro Kästchen 2 Volt. Und ich habe hier einen Aufschlag von 2,5 Kästchen und das macht exakt 5 Volt, also 2, 4, 5 Volt. Ich habe hier eine Messfunktion. Auch diese Messfunktion sagt, ich habe hier eine Spitze von 5 Volt. Das springt etwas sogar fast auf 7 Volt, aber nur wegen diesen Spannungsspitzen. Irgendwas streut mir hier gewaltig in die Leitung. Ich war zuerst der Meinung, das sind meine Leuchtstofflampen. Ich habe die schon alle ausgemacht, aber das streut trotzdem so. Ist aber nicht weiter tragisch, weil das kriegt man ganz gut in den Griff. Wenn das Rechtecksignal gut aussieht, dann macht das der Elektronik nichts. Aus der USB-Box kommt es übrigens perfekt raus. Genau, also, egal wie ich den Schieberegler bewege, ich mache das jetzt mal ganz schnell. Der Spitzenwert, die Spannung, beträgt immer 5 Volt. Die Firma Lewitz muss sich da wohl irgendwas dabei gedacht haben, 8 Volt draufzuschreiben. Ich würde behaupten, wenn man 80% geschrieben hätte, wäre das leichter zu verstehen. Aber mit Sicherheit werden sie sich irgendwas gedacht haben. Okay, ich bin jetzt mal hier auf 8 Volt oder 80%. Und was bedeuten diese 8 Volt oder 80%? Es geht immer um das Puls-Pause-Verhältnis. PWM, Pulsweitenmodulation. Also das Pulsverhältnis ist 80, das Pausenverhältnis 20. Wenn ich jetzt auf 4 Volt gehe, oder sagen wir 2 Volt, dann ist es genau andersrum. Ich habe einen Puls von 20% und ein Pausenverhältnis von 80%. Das kann man hier schön sehen, das kann man messen. Also das Tastverhältnis Plus, damit ist der Puls gemeint, und Tastverhältnis Minus ist die Pause gemeint. Und genau das ist das Signal. Da steckt die Information drin. Also nicht im Ausschlag von der Spannung,
sondern nur in der Veränderung zwischen Puls und Pause. Das wäre jetzt hier 10% für den Laser oder der Spindel. Das hier zum Beispiel 90. Wenn ich ganz auf 100 gehe, dann ja, geht er einfach auf seine 5 Volt und gut ist. So, jetzt sind wir wieder bei 7 Volt oder 70%. Auch hier, ich sage es noch ein letztes Mal, das Pulsverhältnis ist 70%, das Pauseverhältnis bei 30%. Die Frequenz beträgt übrigens 1 Kilohertz. Das heißt, von der ersten Flanke bis zur nächsten Flanke haben wir 1 Kilohertz. Und so sieht unser Signal aus. Und das geben wir auf den Laser. Ich baue jetzt mal alles um, montiere das Aluprofil und dann geht es an den Laser und an die Fokussierung. Kommen wir nun zum Fokus. Sagen wir mal, ich wollte diese Korkscheibe hier lasern. Dann sagt der Hersteller bei mir Opt, zwischen Unterkante Gehäuse und Werkstück muss ich einen Abstand von 60 mm haben. Dann liegt genau hier mein Fokus. Und wenn ich so einen Adapter benutze, den benutze ich immer, beträgt der Abstand zwischen Unterkante Adapter und Werkstück 35 mm. Dann ist genau hier mein Fokus. Aus diesem Grund habe ich hier an meine Tastplatte ein 20 x 20 mm Aluprofil montiert. Und wenn ich jetzt diese Fläche hier lasern möchte, lege ich das so drauf, taste mit meinem Laser die Tastplatte an, die Maschine fährt 5 mm hoch, Sicherheitshöhe, und verharrt hier. Und das ist genau der Abstand, den ich brauche, nämlich, also das sieht dann so aus, 20 mm Aluprofil, 10 mm Tastplatte, 5 mm Sicherheitshöhe. Ich komme genau auf die 35 mm. Das heißt, ich taste an, 5 mm Sicherheitshöhe, und dann gehe ich einfach nochmal auf den Z0 Speicherbutton und habe hier meinen perfekten Fokus. So taste ich immer an. Ich möchte nicht jedes Mal den Fokus suchen und deswegen stellen wir ihn jetzt gleich ein. Den Fokus stelle ich mit so einem 45 Grad Aluprofil ein. Ich habe hier, ich hoffe man kann es sehen, die Mitte angerissen, das gleiche auf der anderen Seite, und so eine Linie gezogen. Na, da kann man es ganz knapp sehen. Ja, jetzt kann man es sehen. Da ist diese Mittellinie. Und diese Mittellinie ist 15 mm unterhalb der Oberkante. Das heißt, ich taste jetzt mit meinem Körper die Oberseite an, als wenn ich diese Seite lasern wollte, und fahre dann einfach 15 mm tiefer. Jetzt sollte mein Fokus exakt, jetzt sieht man es wieder nicht, jetzt sollte mein Fokus wieder exakt auf der Linie liegen. Tut er aber nicht. Und deswegen kann man durch Drehen dieser Linse den Fokus einstellen. Ich montiere den Laser und dann geht's los. So, kommen wir endlich nun zur Einstellung. Der Laser ist montiert, ist etwas laut, ich hoffe man versteht mich noch ganz gut. Die Maschine ist referenziert und wie gesagt, tasten wir jetzt mit diesem Stück die Oberfläche an. Ich habe hinten dran, hinter dem eigentlichen Profil, noch ein Profil gelegt, damit die Auflagefläche einfach ein bisschen größer ist. Die Fläche oben ist angetastet, als wenn ich jetzt diese Fläche lasern wollte. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich stehe ja gerade 15 mm über dieser Fläche. Das heißt, wenn ich jetzt einfach auf den Speicher-Button klicken würde, könnte ich sofort loslegen und diese Fläche lasern. Ich möchte ja 15 mm tiefer. Zufällig steht ja schon minus 15. Deswegen kann ich jetzt einfach auf den Z0-Button klicken
Und nun befindet sich mein Fokus oder mein vermeintlicher Fokus exakt auf dieser angerissenen Linie. Ich habe eine Schutzbrille. Ich zeige sie gerade mal. Ich denke, die Sicherheitsbelehrung ersparen wir uns jetzt einfach mal. Ich aktiviere über Sonderfunktion Signaltest wieder meinen Laser. Übrigens habe ich extra für diesen Versuch eine MDF-Platte neu geplant. Das ist ein Präzisionsschraubstock. Ich habe das auch mal gemessen, die Fläche beträgt wirklich exakt 45 Grad. Also ich arbeite hier schon, sollte auch ganz genau arbeiten und das nicht schleifen lassen. Okay, ich habe für diesen Versuch den Laser mit Absicht etwas aus dem Fokus gebracht, um das besser demonstrieren zu können. Ich zeige euch mal eine Nahaufnahme. Und da kann man auch sehen, der Laser ist kein Punkt, sondern eine Linie. Das heißt, der Fokus ist nicht da, wo man ihn eigentlich haben möchte. Deswegen nehme ich jetzt den Laser und hebe ihn ungefähr, also ich stütze mich hier auf den Halter ab. Ich betreibe den Laserguard mit 0,1%, also da passiert auch nichts. So wie er ungefähr stehen wird und drehe jetzt am Fokus. Noch nicht ganz perfekt. Jetzt habe ich schon zu weit gedreht. So, das ist jetzt keine Linie mehr, sondern ein Punkt. Wie man sehen kann, habe ich den Laserpunkt jetzt hier nach unten, ja, unten rechts, unten links, wie man es jetzt sieht, gesetzt. Das speichern wir uns jetzt auch ab als Nullpunkt, XY0. Z haben wir ja schon als Nullpunkt definiert. Wir gehen hier auf diesen Laser-Graustufentest. Und starten einfach mal. Okay, ich habe das Ganze gestoppt und sehe jetzt schon meinen ersten, Fehler will ich jetzt nicht sagen, aber ich kann die Wegstrecke begrenzen auf 30 mm. Beende das Ganze mal und fahre jetzt mit meinem Handrad erstmal den Laser weg und schaue mir das Ergebnis an. Also ich sehe, hier unten beginnt der Fokus und wird dann immer schwächer, schwächer, schwächer. Das heißt, der Fokus ist viel zu tief, ich muss höher. Deswegen nehme ich jetzt den Laser. Ich habe eine Markierung gesetzt und sehe, ich meine, wenn ich den Fokus hoch will, muss ich gegen den Uhrzeiger. Und das mache ich jetzt einfach mal. So eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeiger. Fahre meinen Nullpunkt wieder an. Sage 1 mm plus Y plus. Gehe wieder auf Speichern. Und das Ganze nochmal.
Baustufentest und los. Schauen wir uns wieder das Ergebnis an. Mein Fokus ist etwa, ich sage jetzt mal so 5 mm hochgesutscht. Also das ist der richtige Weg. Und jetzt müssen wir noch mal ein ganzes Stück. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Wegstrecke anschaue, drehe ich mal noch eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeiger. Fahre wieder den Nullpunkt an, sage 1 mm Y plus, gebe auf Speichern und das Ganze nochmal. Okay, ich sehe jetzt genau, wo mein Fokus ist. Die Gravur nimmt zu, erreicht hier seinen Maximalwert und dann wird es immer schwächer. Ich zeige später die Gravur in der Nahaufnahme. Also ich bin schon fast an meinem Wunschfokus. Ich habe ein bisschen überdreht, das heißt, ich muss jetzt wieder zurück und mache so eine kleine Umdrehung im Uhrzeiger. Wie gehabt. Nullpunkt. Ich gebe 1 mm dazu, speichere das Ganze. Baustufentest und los. So, jetzt muss ich schon ganz genau hinschauen. Also, ich glaube, ja, ich muss noch einen ganz kleinen Ticken hoch. Hoch bedeutet gegen den Uhrzeiger, aber es ist gerade ein Ticken. Jetzt gehe ich auch im Y schon 2 mm rüber, damit man den Unterschied noch besser sieht. Wir schauen uns wieder das Ergebnis an. Und ich bin begeistert. Genauso lasse ich es. Da es nichts mehr zu verbessern gibt, klemme ich mal den Laser ab, damit ich die Brille ausziehen kann.
Ja, schauen wir uns das Ergebnis an. So, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Aber ich mache gleich noch ein Foto dazu. Das war der erste Versuch hier unten. Man kann sehen, der Fokus ist ganz unten. Dann sind wir so 5 mm hochgerückt. Dann etwas zu hoch. Da waren wir schon auf einem sehr guten Weg. Und das hier war die letzte Gravur. Auch wenn es auf dem Video nicht so aussieht, aber der Fokus ist jetzt exakt auf dieser Mittellinie. Das heißt, mein Fokus liegt bei exakt 35 mm. Ich bin sehr zufrieden, ich lasse es jetzt auch so. Und jetzt geht es weiter mit den Schneidetests und den Gravurtests.